Wir benötigen Motivpapier, relativ dünnes Garn, Klebstoff, eine Nadel, eine Häkelnadel und eine Schere. Als erstes schneiden wir uns immer von einer Ecke so eine Blütenform aus und das gleiche nochmal mit so einem kleinen Halbkreis. Und davon brauchen wir jeweils 2 Stück. Wenn man möchte, kann man den Rand jetzt noch mit einem Stempel ein bisschen einfärben. Als nächstes kleben wir hier dieses kleine Stück bündig auf die Ecke. Als nächstes legen wir uns die beiden Teile bündig aufeinander. Und dann nehmen wir eine Nadel und einen Faden, fädeln das auf, machen am Ende einen Knoten und dann fädle ich das hier am Rand ein. So, und dann fädeln wir das Ganze von hinten nochmal durch beide Papiere durch. Dann erhalten wir hier, wenn wir das nicht ganz zuziehen, eine Schlaufe und gehen mit der Nadel von hinten nach vorne durch die Schlaufe durch und ziehen das zu und erhalten somit einen Schlingenstich. Dann machen wir den nächsten Stich durch beide Papiere. Fädeln die Nadel wieder durch diese Schlinge von hinten nach vorne und machen das jetzt diese beiden Ränder entlang so weiter. Wenn der letzte Stich dann gemacht ist, fädeln wir den Faden noch mal so ein, dass er hier zwischen den beiden Papieren rauskommt und vernähen ihn dort. Als nächstes nehmen wir uns eine Häkelnadel und das Garn und fädeln den Faden durch diese erste Schlaufe. Dann machen wir 4 Luftmaschen und fädeln den Faden immer in diese übernächste Schlaufe. Dann wieder 4 Luftmaschen und so weiter. Wenn wir den letzten Stich gemacht haben, wenden wir die Arbeit und häkeln jetzt in diese Luftmaschenbögen immer 6 feste Maschen. Wenn das gemacht ist, schneiden wir den Faden ab, ziehen ihn durch und vernähen noch die restlichen Fäden und dann sind wir auch schon fertig. Man kann das gleiche natürlich noch mit anderen Formen machen, wie zum Beispiel hier mit einem Herz.